Eine Straße in Altona sollte nach der berühmten Opernsängerin Sabine Kalter benannt werden. Doch wer war die berühmte Opernsängerin überhaupt? Das werden wir gleich in einem Interview mit Christopher Böhmke und Daniela Becker in der Hamburgischen Staatsoper herausfinden. Sabine Kalter war eine der bedeutendsten Mezzosopranistinnen ihrer Zeit. Sie wurde 1889 in Galizien geboren, ist aber polnisch-jüdischer Abstammung und wurde 1915 als Nachfolgerin der legendären Ottilie Metzger-Lattermann, die dann auch im KZ gestorben ist, ans Hamburger Stadttheater engagiert. Damals hieß es noch Stadttheater. 1933 wurde es von den Nationalsozialisten in Hamburgische Staatsoper umbenannt. Sabine Kalter war fast 2 Jahrzehnte hier engagiert. Publikumsliebling, Primadonna, also sie hat wirklich alle bedeutenden Rollen ihres Fachs interpretiert und sie wurde als letzte jüdische Mitarbeiterin der Hamburgischen Staatsoper 1935 vertrieben. Also die Quellen sagen, dass ihre Stimme, und das kann man heute ja noch in einigen Tonaufnahmen hören, eine besonders schöne dunkle Färbung hatte, ein sehr, sehr warmes Timbre, sehr voluminös, und natürlich hat sie auch ein Fach bedient, was nur wenige Sängerinnen und Sänger auf der Welt bedienen können, also das hochdramatische Fach. Sie hat also die großen Partien in den Wagner- und Strauss-Opern gesungen, die es eben zwar zahlreich gibt, aber nur wenige Interpreten auch heute können diese Partien überhaupt singen. Wir sitzen jetzt im Foyer dieser Bühne. Im Moment wird drin die Neuproduktion geprobt, deswegen können wir auch die Aufnahmen nicht im Theatersaal machen. Ja, es ist die gleiche Bühne, wie auf der Sabine Kalter damals stand, nur das Vorderhaus, also der Zuschauerraum und das Foyer, das wir jetzt gerade, in dem wir sind, das wurde 1955 erst eröffnet und gebaut, weil das im Krieg in der Nacht 1943, 43, ausgebombt wurde. Also Sabine Kalter wurde erst wirklich als letzte Mitarbeiterin des Hauses vertrieben, oder ihr wurde nahegelegt zu gehen, gekündigt. Wir hatten ja einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Haus jüdischer Herkunft, die Hamburg verlassen mussten während der NS-Zeit. Sie war dann die letzte und ist nach Großbritannien gegangen, nach London, wo sie versucht hat, an ihre Erfolge hier in Hamburg anzuknüpfen. Sie hat dann zunächst in Covent Garden, Royal Opera House Covent Garden in London gesungen und kam auch einige Male noch während der NS-Zeit nach Hamburg zurück für einige Konzerte, das letzte Mal dann 1950. Genau. Und was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, man weiß nicht genau, warum sie so lange in Ruhe gelassen wurde. Es kann daran gelegen haben, dass sie wirklich ein Hamburger Publikumsliebling war. Auch daran, dass sie Rollen verkörpert hat, die auch so ein bisschen das Böse widerspiegeln, also als Azucena, als Ortrud, als Lady Macbeth bis zuletzt aufgetreten, und es gab dann eine Vorstellung, da wurden Störungen inszeniert, also vom NS-Regime. Und dagegen hat aber das Publikum weiterhin applaudiert. Trotzdem ist sie dann am nächsten Morgen abgereist, einfach aus Angst, glaube ich. Wir wissen, dass sie in Royal Opera House Covent Garden aufgetreten ist.
dass sie aber dort nicht mehr an die Erfolge von Hamburg anknüpfen konnte. Sie hat dann als Pädagogin gearbeitet, hat noch einzelne Konzerte gegeben. Wie gesagt, ist dann auch noch mal nach Hamburg gekommen für einzelne Konzerte. Aber sie hat nie wieder die Erfolge feiern können, die sie hier in Hamburg erlebt hat. Und ist dann auch relativ mittellos und einsam verstorben. Wie mein Klassenkamerad Art hier am Anfang des Videos bereits erwähnt hat, gab es die Überlegungen, eine Straße in Altona nach Sabine Kalter zu benennen. Wir würden es gut finden, wenn sie durch eine Straßenbenennung geehrt wird. Jedoch würden wir es besser finden, wenn diese Straße einen Bezug zu ihrem Leben hätte. Diese Straße könnte zum Beispiel in der Nähe der Staatsoper sein.